Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns mal wieder seit etwas längeren Zeit auf W50, denn dort hat sich wieder, ja, leider ein trauriges Schauspiel ereignet. Und zwar, ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn sowas passiert. Und zwar hat sich eine weitere Top-Gilde aufgelöst. Ich habe geguckt, ob sie sich vielleicht umbenannt hatte. Konnte jetzt aber so richtig jetzt in Bezug auf die Vergangenheit nichts finden. Und zwar war das unsere direkte Konkurrenzgilde, beziehungsweise die Gilde, die als nächstes an uns rankam. Und zwar sind das die Hungry Hippos gewesen. Ja, da hatte ich jetzt schon die Tage immer so gesehen, dass die bei lange Zeit bei 49, 48, 47, 46 Membern rumgurken irgendwie. Es ging irgendwie weiter runter und dann bin ich hier eines Tages in die Ehrenhalle rein, in die Gilden-Ehrenhalle, habe geguckt, wo die Gilde heute steht, und auf einmal war sie komplett weg gewesen vom Fenster. Ich hatte dann geschaut gehabt, ob es hier in der Gilde beziehungsweise in der Suchfunktion noch Hungry Hippos gibt, aber hier sind sie auch nicht mehr zu finden. Es kann sein, dass sie sich eventuell umbenannt haben. Ich weiß aber allerdings nicht, in welche Gilde. Ja, wenn wir hier nochmal schauen auf das letzte Video, was ich zu W50 gemacht hatte. Das ist jetzt vielleicht so 2 Wochen her oder was weiß ich irgendwie. Da war ich fast Stufe 550, jetzt bin ich 51. Nochmal zum Vergleich hier gerade. Da standen hier die Hungry Hippos noch genau unter uns, ne? Und da waren sie schon 49 Member und haben das irgendwie nicht mehr ganz so hinbekommen. Ja? Ich hatte dann mal geschaut gehabt, zum Beispiel hier der damalige Leiter von den Hungry Hippos, Tihi Bino, ist auch in eine andere Gilde gewechselt. Überall sind die Leute aber hingeflüchtet, die früher bei Hungry Hippos gespielt haben. Dadurch haben wir natürlich auch von der Holzfällerhütte einige Anfragen bekommen, wodurch ein Teil, zumindest sag ich mal, bei uns in der Gilde Platz gefunden hat. Viele stehen noch auf der Warteliste gerade. Das ist immer natürlich, wenn so eine Gilde zerbricht, sind dann natürlich vor allen Dingen so eine starke Gilde, wirkt sich das halt immer auf den kompletten Server aus. Bewerben sich dann halt eben dort, die halt eben so ungefähr auch dieselbe Liga spielen wie damals die Hungry Hippos, wenn nicht sogar noch ein bisschen höher von den Accounts her. Und so kam das dann zustande, dass wir dann halt ein paar Warteplätze dazu bekommen haben, wahrscheinlich auch viele andere Gilden, auch noch sehr viel mehr Wartende auf der Liste haben und erstmal irgendwo in Gilden Platz finden hier in der Rangliste, die vielleicht ein bisschen weiter unten irgendwo angesiedelt sind, und dann halt eben so lange warten, bis halt eben Platz in der jeweiligen Gilde da ist. Ne? Also es kann sein, dass sich die Gilde umbenannt hatte. Kann sein, dass mir das irgendwie durch die Lappen gegangen ist. Falls ihr da mehr wisst, schreibt mir das mal sehr gerne in die Kommentare, weil, wie gesagt, unter den Hungry Hippos selbst findet man hier nichts mehr. Ja, Hippos, da ist nichts. Kannst du machen, was du willst, da findest du nichts mehr. Also steht halt im Raum, dass sie sich entweder umbenannt haben oder die Gilde komplett gelöscht haben. Ich gehe eher davon aus, umbenannt, aber mir ist halt auch bei dem Bild, was ich euch eben gezeigt habe, keine Gilde aufgefallen, die irgendwie vorher nicht hier in der Ehrenhalle gewesen ist. Deswegen, das sind so die neuesten News hier von W50. Wie gesagt, immer ein sehr trauriges Ereignis, gerade halt, wie gesagt, für die Konkurrenz auch auf W50. Der Server ist nach wie vor auch immer noch recht belebt. Er ist vor allen Dingen halt auch wirklich sehr stark, was die Konkurrenz in den oberen Rängen so angeht. Ne, da ist das Feld wirklich sehr eng besiedelt, muss man so sagen. Und auch was die Gildenthematik angeht, gut, muss man so fairerweise sagen, dass halt eben so schon gewisse Abstände zwischen Platz 1, 2 und 3 herrschen. Zu Platz 4 dann nochmal ein deutlicher Unterschied zu uns gemacht worden ist. Liegt aber halt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir halt Ehrenpunkt technisch auch
recht stark abgefarmt worden sind, beziehungsweise halt nicht so viel gainen konnten, wie jetzt zum Beispiel die anderen Gilden. Wenn man zum Beispiel auf den letzten Elevator geguckt hatte, waren wir jetzt zum Beispiel gar nicht mal so weit entfernt von der Platz 3 Gilde, von den Höllentokens her. Ja, das war relativ überschaubar und bot sogar Potenzial, dass wir ja vielleicht in den nächsten kommenden Elevators eventuell sogar irgendwann mal Platz 3 uns sichern können. Das steht aber in den Sternen jetzt erstmal noch so weit. Fürs nächste Jahr sehe ich es jetzt erstmal noch nicht, auch vielleicht nicht für die nächsten 2 Jahre. Ne? Aber wir sind ja eine ambitionierte Langzeitspielergilde und deswegen, ja, die hier oben natürlich auch. Ne? Aber wie gesagt, man sieht halt, wie schnell sowas passieren kann. Und Hungry Hippos haben zwar auch ja, nicht so krass gute Chancen gegen uns gehabt, waren aber auch nicht so weit entfernt von den Höllenmarken her im Elevator. Deswegen war schon eine sehr aktive Gilde gewesen. Deswegen umso trauriger auf jeden Fall, dass wir diese jetzt auch verloren haben. Ne? Ja, so ist es leider. Ne? Gilden kommen, Gilden gehen, die wenigsten bleiben. Oder ja, schließen sich zusammen, keine Ahnung. Das kann natürlich auch nochmal so sein. Oder die Leute sind halt gezwungen, irgendwo in andere Gilden unterzukommen, lösen sich dann halt eben auf. Ne? Und ja, mal gucken. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis so die letzten, internationalen Server, weil wir sind ja hier auf W50, das ist ja der internationale Server, bis die irgendwann nochmal gemerged werden, ne? Also fusioniert werden mit anderen Servern. Ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern, weil die Server einfach auch noch viel zu jung sind und auch wirklich noch echt gut belebt sind, sag ich mal so. Hauptsächlich hat diese Fusion halt eben ja, Server betroffen, die schon deutlich älter sind und wo halt eben auch sehr viele einzelne Spieler in ihren inaktiven Gilden hausen und dann froh waren, gemerged zu werden, weil die halt eben ja nicht mehr viel länger irgendwie Spielspaß hatten, ne, aus genannten Grund, weil wenn du alleine oder keine Ahnung mit ganz wenigen Leuten in der Gilde bist, die noch spielen auf dem Server, dann macht das Ganze natürlich dementsprechend auch nicht mehr so Spaß. Und seitdem Shakes & Fidget halt diese Merges durchgebracht hatte, erlebt das Spiel quasi halt auch so ein bisschen so einen zweiten Frühling auf den Servern und es entstehen halt eben ganz neue Konkurrenzkämpfe, wodurch halt eben die Aktivität auf den einzelnen Servern halt eben auch nochmal deutlich in die Höhe ja, sprießen lässt. Ne? Konkurrenz belebt das Geschäft, so ist das nun mal. Deswegen, ja, mal gucken. Wie gesagt, hier ist noch mehr als genug Konkurrenz auf jeden Fall. Auch wenn man hier weiter runter scrollt in die 100er-Ränge, sieht man auch, dass halt auf der einen Seite ehrenhallentechnisch bzw. ehrentechnisch die noch alle relativ nah zusammen sind, plus vom Level her auch viele hier mit dabei sind, die auch sehr stark sind. Hier sind teilweise auch Leute dabei, die haben so dasselbe Level immer noch wie ich, beziehungsweise ja, nicht hier jetzt nachher nicht ganz mehr so, aber teilweise halt auch höheres Level gehabt als ich, weil halt viele gute Spieler hier dabei sind, die auch Dungeon Pause und so gemacht haben und dementsprechend ja, zu mir auch deutlich mehr aufgeholt haben auf Dauer, als ja, ich Fortschritt machen konnte, weil ich halt eben keine Dungeon Pause gemacht habe und demzufolge mein Account weniger optimal auf dem Server gespielt worden ist, als jemand, der halt hier eben der Dungeon Pause nachgegangen ist. Ne? Ja, mal gucken. Das obere Feld verflüchtigt sich auf jeden Fall. Ich habe natürlich nicht ganz so auf dem Schirm gehabt, wo die Leute jetzt noch anderweitig untergekommen sind. Ich denke mal hier und da, die ein paar gute Ausbauten haben und vielleicht noch den einen oder anderen Inaktiven in der Gilde mitgehalten haben, werden bestimmt ja, irgendwo mit hergekommen sein. Ne, wie gesagt, wir haben auch schon ein bisschen aufgenommen, ein bisschen auf der Warteliste, aber vieles wird sie wahrscheinlich auch in den Top 3 Gilden auch abgespielt haben. Mal gucken. Ich hätte mal wirklich sehr gerne gewusst, was da passiert ist in der Gilde intern. Vielleicht hat da ja jemand von euch intern in der Gilde gespielt, Hungry Hippos, so, weil konkurrenzmäßig war die Gilde halt wirklich. Ne? Also hätten die noch, weiß ich nicht, so 2, 3 Brecher-Accounts mehr in der Gilde gehabt, dann wäre es für uns schon echt ja, schwierig geworden, sag ich mal. Aber ja,
das Ganze ist jetzt nun mal komplett in die andere Richtung losgegangen. Ne? Ja, ja, gerade so als Gildenleiter, sag ich mal, überlegt man oder nimmt einen das schon ein bisschen mehr mit, ne? Weil man sich dann halt eben in die Lage desjenigen halt eben auch super reinversetzen kann, was passiert denn, wenn das jetzt auf meine Gilde jetzt zustößt oder so, ne? Und ja, die Holzfällerhütte ist ja jetzt nun mal die Gilde, die ich am Leiten bin und ja, ist auch wirklich die einzige Gilde, die ich halt auch, wo ich Leiter bin, weil es ist halt auch wirklich echt ja, aufwendig. Ich meine, jetzt geht's mittlerweile, wo sich so langsam alles gefestigt hat. Sind zwar hier und da noch ein paar Inaktive, die mal ausgetauscht werden müssen, aber ja, ist jetzt nicht der Rede wert, sag ich mal. Aber gerade so in der Anfangs-Mit-Phase ist das schon echt wirklich eine sehr starke Aufgabe. Deswegen da auf jeden Fall Chapeau an jeden Gildenleiter. Ich ja, kann mir nur im Entferntesten vorstellen, was ihr halt eben durchmacht. Und gerade wenn da auch noch mehr Service geboten wird, sag ich mal, wenn jetzt irgendwelche täglichen Analysen oder mit SF-Tools irgendwas, das kann ich jetzt zum Beispiel leider nicht bieten, weil ich da jetzt die Knowledge jetzt nicht dazu habe. Aber wenn sowas halt eben auch noch mit dazu kommt, alles, ne? Gilden, die es halt zu 100% wissen wollen auf dem Server, ne, und halt eben komplett tryhard sind und nicht so wie wir, sag ich mal, die halt ja, zwar Langzeit spielen wollen, auch Pilzer sind, aber halt eben, wenn wir jetzt zum Beispiel einen sehr, sehr starken Free-to-Play-Account aufnehmen können, das halt eben auch tun, ne? Und halt eben, ja, eine gesunde Mischung auf jeden Fall. Aktivität ist halt eben das A und O, das ist das Wichtigste. Und ich denke mal, das wird uns auch auf lange Sicht definitiv auch hier auf den Plätzen bewahren und ja, wie gesagt, mal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine von den 3 oberen Gilden nochmal zerbrechen wird, weil die halt einfach zu viele, zu starke Charaktere in den Gilden haben. Ja, gerade bei Crit Happens wissen wir es ja aus der Vergangenheit, ist halt eben auch eine sehr starke Truppe. Dead Valley weiß ich nicht, ob die auf anderen Servern schon mal ja, ihren Namen hinterlassen haben und ja, die Gilde, die ist ja, glaube ich, erst neu entstanden, oder? Also das war ja vorher auch ich glaube, Knights Husseini war, glaube ich, auch eine Gilde, die sich erst im Laufe von W50 gegründet hat. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz genau hundertprozentig sicher. Aber hier gab es ja schon einige Schwankungen, sag ich mal, auf W50, ne? Wer sich die ersten Tage noch erinnert, was hier alles auf W50 in den Gilden so abgegangen ist, beziehungsweise was hier für Gildennamen standen und was hier mit der Zeit passiert ist, schreibt der Server auf jeden Fall schon seine eigene History, hat schon seine eigene, ja, Legacy, sag ich mal, hinterlassen jetzt über den relativ kurzen Zeitraum, den er jetzt hier besteht. Und ja, mal gucken. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden halten. Ne? Wie gesagt, bei mir passiert jetzt hier auch nicht allzu viel auf dem Account. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, alle meine Sachen, die ich vom Legendary Dungeon bekommen hatte, auch zu verkaufen, da ich jetzt keins davon jetzt irgendwie equippe. Vielleicht beim nächsten oder beim übernächsten LD, aber jetzt momentan, ihr seht, ja, es lohnt sich schon hier und da, sind so teilweise 70 bis 80 Stats, so die besser sind, ne? Aber ja, die laufen nicht weg. Ne? Dann bin ich für den Moment vielleicht nicht ganz hundertprozentig ja, aktuell equipped, aber scheiß drauf, bin ich auf meinem Main auch nicht. Temporäre Stats kannst du dir immer wiederholen, deswegen, was halt eben wichtig ist, was bleibt, sind die Basis-Stat-Punkte. Das ist das, worauf es ankommt. Und alles andere kann man immer entweder ablegen oder anziehen. Ja. Gut, das war's soweit, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.